Moin, ihr Lieben. Ihr habt eine ganze Weile nichts von uns gehört und ich sag euch, das hatte einen Grund. Denn diesmal kam alles anders als geplant. Eigentlich wollten wir ganz woanders lang, aber jetzt ist der Brenner dran, mitten in einer der größten Baustellen der Alpen. Aber wo uns das am Ende hingeführt hat, So viele nicht. Nee. No. Ja, aber drei Kinder, vier Kabinen, ja. das müsst ihr euch anschauen. Kommt mit. Willi rollt Richtung Gardasee. Die Abfahrt geht recht schnell. Was für ein toller Anblick. Und schon schluckt uns der nächste Tunnel. Der Gardasee spielt gern Verstecken. Diese Tunnel hier, die sind was ganz Besonderes. Alte Felsengalerien mit stellenweisem Überhang der Felswände. Man muss ständig zwischen Markise, Felswand und Mittelstreifen abwägen. Da ist perfektes Raumgefühl gefragt. Hier merkst du, dass ein 8 Meter Wohnmobil kein Kleinwagen ist. Aber wir kennen das. Und Willi passt durch. Diese kleinen mediterranen Häuser, die Steinmauern, die Oleander am Straßenrand. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und in die Straße ist das lieber dieser da unten den KW fahren. Ja, geht das noch länger. Wisst ihr, auf was für einem besonderen Fleckchen wir hier eigentlich sind? Schon 1958, als Camping in Italien noch echte Pionierarbeit war, entstand hier in Toscolano Maderno der allererste Campingplatz des Ortes. 1958 steckte das Camping am Gardasee noch in den Kinderschuhen. Ein paar wenige Plätze, einfache Zeltwiesen am Ufer, mehr war das damals nicht. Heute sind es über 70 Campingplätze rund um den See. Aber hier, an genau diesem Fleck, fing alles an. Und dieses knallgelbe Ding im Rondell am Eingang, das ist keine Deko, das ist die Seele des Platzes. Die riesige Zitrone war früher mal die Rezeption von Camping Promontorio. Hier wurden die Gäste empfangen, hier fing der Urlaub an. Heute steht sie zur Erinnerung am Eingang. Ein Gruß aus den Anfängen. Für uns Camper heißt das, wir stehen auf historischem Boden über 60 Jahre, nachdem die ersten Zeltpioniere hier ihre Heringe in den Boden geschlagen haben, rollen wir mit Willi rein und genießen genau das, was die damals schon gesucht haben. Ruhe, Natur und den Gardasee direkt vor der Tür. Jetzt heißt es den richtigen Platz finden. Und habt ihr den Pool gesehen? Türkisblau, davor der frisch gemähte Rasen und im Hintergrund thront der Berg. Ich glaube, wir haben einen guten Griff getan. Willi steht zwischen den anderen Wohnmobilen und Campern gemütlich unter den Bäumen, ein bisschen Schatten für die heißen Stunden. Perfekt. Es ist früh am Morgen, ganz früh. Der Weg vom Platz runter zum See liegt noch im Schatten und außer dem Zwitschern der Vögel ist es vollkommen still. Und das Beste: von unserem Platz führt ein eigener Privatweg direkt runter ans Wasser. Mitten zwischen zwei anderen Campingplätzen hindurch, die längst nicht so schön sind wie unserer. Ein kleiner Luxus, den man erst zu schätzen weiß, wenn man ihn hat. Und dann trete ich ans Ufer und da ist er. Der Gardasee im ersten Licht des Tages. Die Sonne schiebt sich gerade über die Berge auf der anderen Seite und der ganze See liegt so ruhig da, als würde er noch schlafen. Kaum zu glauben, dass es hier in ein paar Stunden ganz anders aussieht. Denn den Tag über füllt sich dieses Ufer Stück für Stück. Da kommen die Liegestühle raus, die ersten Sonnenschirme werden aufgespannt, Italiener und Urlauber breiten ihre Handtücher aus, Kinder planschen im Wasser und aus der Stille wird das fröhliche Sommerleben am Gardasee. Und jetzt müssen wir zur Entspannung noch mal was anderes machen. Und zwar habe ich mir so eine kleine, nette Couch gekauft. So eine Luftcouch. Da vorne ist sie. Die werden wir jetzt mal schön aufblasen und dann zeige ich euch mal, wie man da super drin sitzen kann. An der Seite ist eine kleine Luftpumpe eingebaut. Oder was heißt eingebaut? Da gibt es eine Luftpumpe dabei. Hier ist so eine Klappe. Und da ist die Pumpe drin. Da kann man die Klappe aufmachen. Und dann einfach die Pumpe entnehmen. Ist ein bisschen laut, aber es geht. Mit USB-C zum Aufladen. Einmal zum Aufblasen und zum Erhalten und zum Ablassen. Ja, und Ausschalter. Inflate
ist das Richtige. Und dann blasen wir mal ruckzuck diese Matratze auf. Das reicht. Das reicht eigentlich schon. Und jetzt nimmt man wieder die Pumpe raus. Und wie man sieht, ist ja noch das Rückenteil nicht aufgeblasen. Also dementsprechend gibt es noch Adapter dazu. Hier an der Rückenlehne ist auch eine Klappe, wo man dann das Ventil da rausnimmt. Und mit einem Adapter, also hier das raus. Auf den Faden. Hier Adapter rein. Dann die Pumpe da dran. Und dann muss man das halten in der Tat. Das ist vielleicht nicht ganz so günstig, aber es funktioniert trotzdem gut. Und zack, hast du ein wunderbares Sofa. Super gemütlich und wunderbar. Und das Schöne an diesem Sofa ist, man kann sich halt so hinlegen und hat wunderbar einen Entspannungsplatz, wenn man will, in der Sonne. Also so kann man Urlaub genießen. Jetzt zeigen wir euch kurz die Infrastruktur hier auf dem Campingplatz. Ein kurzer Blick zum Pool, morgens noch ganz leer. Hier vorne ist ein Pizza-Foodtruck, da das Restaurant gerade renoviert wird. Dann geht's rüber zum Sanitärgebäude. Drinnen finden wir ein Münzgeschirrspüler 2 € für 4 bis 6 Minuten. Die Waschbecken daneben sind sauber und gut gepflegt. Hier sind Waschmaschine und Trockner. Nächste Tür die Herrentoiletten mit vielen Waschbecken und klassischem Italienklo. Dann über den Platz vorbei an der Brauchwasserentsorgung zum zweiten Waschhäuschen mit WC und Duschen. Auf dem Rückweg vorbei an blühendem Oleander stehen Wohnmobile und Zelte zwischen den Bäumen. Wirklich ein ruhiges, schattiges Fleckchen. Und dann die Rezeption. Gelbes Gebäude, grüne Fensterläden, Lavendel im Vorgarten, für uns einer der schönsten Blickfänge auf dem ganzen Platz. Dahinter Apartments mit Dachterrasse zum Mieten. Wir können es nicht besichtigen, aber es sieht wirklich sehr schick und edel aus. So, jetzt haben wir aktuell den Umstand, dass wir unser Wasser ein bisschen voll haben, unser Abwasser. Und wenn man so rausguckt, dann will man natürlich nicht unbedingt alles abbauen mit Markise und Vorzelt und sonst wie. Und deswegen müssen wir uns mal was einfallen lassen, weil, wenn ich hier mal rüber swipe, Brauchwasser sind wir bei 91%. Der gute Abwassertank dürfte ziemlich voll sein. Und dementsprechend zeige ich euch jetzt mal, wie wir das jetzt machen. Und da habe ich so ein schönes System. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie das heißt. Aber ich zeige es euch dann mal. Oder ich blende es ein. Hier haben wir unseren normalen Abwasserschlauch. Und da habe ich so einen Adapter drauf gepackt. Und das Ding wird dann verbunden mit diesem Schlauch hier. Und das schraube ich jetzt mal drauf. Das wird einfach da so drauf geschraubt. Und jetzt machen wir mal den Schlauch da dran. Und zwar ist das so ein Falteimer. Da ist zwar noch ein bisschen Zeug drin, aber da der verschlussdicht ist, ist es nicht so schlimm. Das stinkt nicht und so. Und das klickt man hier einfach rein. Da ist so ein Anschluss. Und da drückt man drauf und verbindet das einfach mit Kraft ein bisschen rein. Und dann machen wir einfach mal den Abwassertank auf. Ich gehe mal vorne hin, mache Abwasser auf und dann sehen wir mal, was passiert. Und dann läuft es da schon rein. Hier, wie man sieht, eigentlich ist es nur Kaffeewasser und ein bisschen Abwaschwasser. Aber das ist so schön gemacht.
So, da passen 20 Liter rein und wenn er einigermaßen voll ist, dann macht man hier einfach den Knopf und es ist dicht und es kommt nichts mehr raus. Hier kommt auch nichts raus. Zum Entleeren muss man dann einfach das abschrauben, auskippen und dann wieder in der Form hinfalten. Dann kann man es auch sehr schön irgendwo in der Heckgarage verstauen. Wie gesagt, da ist noch ein bisschen drin, aber halb so wild. Da passiert nichts, man riecht nichts, weil der Verschluss super fest ist. Das mal so zwischendrin als kleiner Tipp. Auf geht's, die Gegend erkunden. Zum Glück haben wir einen Roller dabei. Wenn ich an die Hinfahrt denke mit den Tunneln, da möchten wir bei dem Verkehr nicht mit dem Fahrrad durch. Und los, Huckepack durch die Campingplatzgassen. Willi bleibt derweil brav am Stellplatz stehen und guckt uns hinterher. Kaum durch die Schranke schon die erste italienische Spezialität. Eine ganze Kette von Kreisverkehren. Mit dem Wohnmobil bräuchte man hier 2 Anläufe. Auf dem Roller reicht einmal Lenker einschlagen. Kurz am Supermarkt vorbei. Kein Großeinkauf für den Kühlschrank heute, nur ein Blick im Vorbeifahren. Spart Zeit und Rücken gleichermaßen. Und da taucht er auf, der Gardasee, Palmen, ein Hotel und der kleine Hafen von Maderno mit den Segelbooten. Hübsch, hier gibt es auch eine Fähre auf die andere Seite des Sees. Hier, fettes Hotel. Mitten am Gardasee. Coole Sache mit dem Roller. Das macht so richtig Spaß. Weil bei diesem Tunnel, der geht ja noch, aber grundsätzlich sind die mal so ein bisschen von der Höhe her kritisch für ein Wohnmobil, was ein bisschen höher ist und ein bisschen breiter. Und da geht's raus zum Gardasee. Da hinten, irgend so eine Landzunge, da sind wir. Auf dem Weg nach Limone biegen wir nochmal ab zum Ufer. Den See einfach auf sich wirken lassen, nennt man wohl Entschleunigung. Der Ort hier heißt Campione del Garda, mit einer Felswand, an der sich die Kitesurfer austoben. Uns reicht's völlig, wenn der Wind mal unter der Markise durchpfeift. Limone sul Garda, ein Ort, an dem man mit dem Roller kurz mal alles stehen und liegen lässt. 2 Häfen gibt's hier, der Porto Vecchio mitten in der Altstadt, ein altes Fischerhafen-Postkartenmotiv und der Porto Nuovo etwas südlich von wo die Autofähre rüber nach Malch-Isener fährt. Praktisch, wenn einem die Kurven der Gardesana zu bunt werden. Bis 1932 war der Ort übrigens nur mit dem Boot erreichbar. Erst dann kam die Straße. Und die Zitronen, die dem Namen zugrunde liegen sollen, die brachten schon im 13. Jahrhundert Mönche aus Genua hierher. Limone war mal der nördlichste Zitrusanbau der Welt. Der eigentliche Star aber, ein Gen. In den 70ern fanden Forscher heraus, dass manche Bewohner ein einzigartiges Cholesterin-Gen tragen, das offenbar richtig alt macht. Ein Dutzend 100-Jährige bei nur 1000 Einwohnern. Mediterrane Küche, Seeklima, gutes Erbgut, das ist wahrhaft ein ganz besonderer Ort. Kurz nach unserer Rückkehr zu Willi zieht ein Schauer durch. Klassisches Gardaseewetter. 7 Regentage sind hier im Juni und Juli normal. Meist nachmittags, meist schnell vorbei. So. Das war unser Zwischenstopp hier auf dem Camping Promontorio in Toscolano Maderno. Und ehrlich, der Platz hat's in sich. Schon in den 50ern war das hier der allererste Campingplatz im Ort, entsprechend eingewachsen und grün ist heute alles. Viel Schatten, kurze Wege zum Strand, keine 100 Meter. Der Pool mit Bergblick, saubere Sanitäranlagen, tolle Pizza. Die Stellplätze sind ordentlich geschnitten, ruhig gelegen und bis ins Zentrum von Maderno ist es nur ein Katzensprung, ideal für so eine kleine Rollertour wie heute. Für uns ein rundum gelungener Stopp auf dem Weg Richtung Süden.
gerne wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns riesig über einen Daumen hoch und gerne auch ein Abo, damit ihr nichts von unserer Tour verpasst. Die Links zum Sofa und zu den Kanistern, die ihr im Video gesehen habt, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wichtig dabei, wir kaufen das alles selbst. Es gibt keine Kooperation und deshalb auch keine Rabatte oder Vergünstigungen. Reine Empfehlung aus eigener Erfahrung. Und weil es hier am Gardasee schon fast zu schön war, um wahr zu sein. Als nächstes rollen wir weiter Richtung Mittelmeer, neuer Stellplatz, neue Aussicht. Und dann geht's den Cinque Terre an den Kragen. Helm schon mal griffbereit halten, das wird wieder ein Spaß. Tschüss.